Das Heinz-Meyer-Leibniz-Zentrum in Garching bei München, auf dem Gelände des Forschungszentrums gelegen, ist ein weltweit führendes Zentrum für Spitzenforschung mit Neutronen und Positronen. Werfen wir nun einen Blick in die neuen MLZ-Gebäude. Wir befinden uns jetzt im nördlichen MLZ-Gebäude, dem sogenannten UYW. Im Foyer sehen wir eine von beiden säulenartigen Plastiken mit dem Titel Mehr oder weniger von Olaf Probst. Abwechselnd leuchtet immer eines der Kunstwerke. Wie hier im ersten Obergeschoss zu sehen, erstrecken sich die Kunstwerke über 2 Etagen, von Minus nach Plus. Wir befinden uns jetzt in der 500 Quadratmeter großen Werkstatt. Zukünftig werden hier Fräs- und Drehmaschinen eingesetzt. Ebenso wird es 2 getrennte Flächen für sogenannte weiße und schwarze Schweißarbeiten geben. Zusätzlich wird es weitere Montageplätze in der mechanischen Werkstatt zur Unterstützung des Betriebs und der Wissenschaft geben. Das Be- und Entladen von LKWs wird zukünftig in der Halle möglich sein. Unterstützend ist hierbei der Hallenkran, der sich über die komplette Fläche fahren lässt. Durch die neuen MLZ-Gebäude haben wir weitere Kapazitäten für große Besprechungen geschaffen. Im nördlichen Gebäude sind es 4 Besprechungsräume, einer ist individuell teilbar. Im südlichen Gebäude sind es insgesamt 3. Besonders bemerkenswert ist hier die ausgezeichnete Akustik. Hier sehen wir ein typisches Büro. Durch die neuen MLZ-Gebäude haben wir insgesamt mehr als 238 Büroplätze für Betrieb und Wissenschaft gewonnen. Jetzt befinden wir uns im südlichen MLZ-Gebäude, dem UYL. Zur gemeinsamen Nutzung haben wir mit der Eröffnung der neuen MLZ-Gebäude mehr als 1130 Quadratmeter Laborfläche gewonnen. Werfen wir mal einen Blick in die unterschiedlichsten Labore. Ich darf Ihnen das zukünftige Chemie- und Biologielabor vorstellen. Wie Sie im Moment sehen, sind diese noch nicht komplett eingerichtet. Später stehen sie den Nutzern zur Analyse und zur Probenpräparation zur Verfügung. Hier können Sie unter anderem kurz vor den Neutronenexperimenten an einen der vielen Tische oder unter den Abzügen, je nach verwendeten Chemikalien, die Proben präparieren. Hier werden später unter anderem Waagen, Zentrifugen, Rheometer und weitere Geräte, die zur Analyse oder zur Probenpräparation benötigt werden, stehen. Des Weiteren wurde neu angeschafft eine Reinraumwerkbank für das Biologielabor. Geplant ist noch ein schwingungsgedämpfter Arbeitstisch und ein Autoklav. Das Chemielabor wurde mit einem Eckschutzabzug ausgestattet. Es wurde natürlich auch auf die Sicherheit geachtet. Die Labore sind mit den neuesten Abzügen, Absauganlagen, Notduschen und Augenduschen ausgestattet. Diese werden natürlich regelmäßig auf ihre Funktionalität überprüft. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in die zukünftigen Labore geben. Wir sind hier jetzt in einem der Labors der zentralen Gruppe Probenumgebung. Das MLZ ist ja im Grunde genommen ein Dienstleister für die Wissenschaft. Das heißt, wir stellen Messinstrumente und Messmethode zur Verfügung und Messzeit. Eine weitere wichtige Komponente ist aber die Probenumgebung, denn die allermeisten Proben müssen in einem bestimmten Zustand gemessen werden, damit die Effekte, die von Interesse sind, überhaupt erst zutage treten. Solche Probenumgebungsparameter sind zum Beispiel die Temperatur, der Druck, magnetische Felder, elektrische Felder, Feuchtigkeit oder Kombinationen aus all diesen Parametern. Diese Geräte, die entwickeln wir, die bauen wir, die nehmen wir hier in den neuen Labors in Betrieb, testen sie. Und darüber hinaus machen wir auch noch vorbereitende Messungen für die Wissenschaftler, damit dann später an den Instrumenten die Messzeit effektiv genutzt werden kann. Wir befinden uns nun hier in den Räumlichkeiten, in den neuen Räumlichkeiten des Detektor- und Elektroniklabors am MLZ. Detektoren sind ein ganz wesentlicher Bestandteil, eine Kernkomponente der Instrumente für Neutronensteuerung an unseren wissenschaftlichen Geräten hier. Und die Detektorgruppe baut, entwickelt und wartet natürlich alle diese Detektorsysteme, die an den Instrumenten installiert sind. Sie sehen hier ein typisches Beispiel solch eines Detektorlabors, das aus 2 Komponenten besteht. Auf der einen Seite eine große Fertigungshalle. Unsere Systeme sind groß,
schwer, bis zu 20 Quadratmeter aktiver Fläche, und dementsprechend brauchen sie Platz und die entsprechenden Gerätschaften, solch schwere und große Systeme zu handhaben. Kernstück solch eines Labors jedoch ist der Reinraum. Alle diese Detektorsysteme müssen unter extrem sauberen, reinen Bedingungen gefertigt und gewartet werden, und mit dem neuen Reinraum und dem neuen Labor stehen uns nun exzellente Möglichkeiten zur Erfüllung unserer Aufgabe hier im Detektorlabor zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für ihren großartigen Einsatz.